Aber bevor wir das jetzt machen, du musst doch noch mal, du hast ja gesagt, du wolltest doch, du wolltest doch noch mal. Hier, der dreckige Stuhl, den stelle ich auf deine Seite. Da Ja. hast du ja mit deinen schmutzigen Schuhen drauf. Ich weiß gar nicht, warum bei dir immer diese Fettflecken auf dem Stuhl sind, wenn du da aufstehst. Das sieht aus wie... So, fleckenfreier Stuhl. So. Ja, beeil dich, Ja. bitte. Hast du einen Rechner? Nein, ist aber fast kein Saft mehr drauf. Ja. Oh, Licht. Alter Schwede. Manchmal sind die Benachrichtigungen ganz gut, ne? Was haben wir heute für ein Datum? Weiß ich nicht. Einer meiner ältesten bekannten Freunde, die ich schon seit bestimmt über 10 Jahren nicht mehr gesehen habe, der hat Geburtstag. Hast du den Reichweitenrechner schon offen? Was hat denn das mit dem Reichweitenrechner zu tun? Aber da muss ich nochmal gratulieren. Das machen wir später. Der Reichweitenrechner. Der Reichweitenrechner. Using Significant Energy. Bisschen näher ran. Was macht der Ton? Ja, der Ton, was macht der? Sag mal was. Sag mal was, ich sag was. Ja, Und du guckst ja der Ton mal was. sagt, also Ja. der Ton ist da. Gut. Sitz. So, Ja. jetzt habe ich die scharf gestellt. Nee, jetzt musst du nochmal aufstehen und gucken, ob ich scharf bin. Nee, Ja. war ein Witz. War ein Ach Witz. so. Nicht viel. Hätte ich jetzt gemacht. Ist ja Also, Schärfeebene. So, ja, dann fangen wir jetzt mal an. gut. Und ich tue da wieder so ohne Brille, aus reiner Eitelkeit. Nee, Quatsch, das ist ja Blödsinn. Also erstmal sollten wir Moin sagen. Das Erstmal ist nämlich Moin sagen. Ganz wichtig, wenn man vor der Kamera steht. Das ist sollte jetzt man, schon im Video, oder ja, was? weiß wir jetzt ich, sagen? aber dann sollte man immer den Zuschauer auch begrüßen. Und hier ein, ja. Hallo Zuschauer. Moin. Und, warte. Boah, ich habe auch nichts. Das sieht keiner. Nee, aber ich habe auch keinen. Warte. Das merkt keiner. Nee, das macht nichts. Und ich kann dir ja sagen, was das ist. Immer schön, da kann man immer oben, wenn man das so macht. So. So, läuft? Nee, und dann machst du das hier und dann sagst du, Ja. zack. Ah, die war da gerade nicht. Doch, das war auch gerade da. Deswegen habe ich aber abgewartet und habe dann. Jetzt hast du aber nur ein Foto gemacht. Das ist kein Foto. Warum sollte ich denn eine Zeitverzögerung drin haben für ein Foto? Dass der aufnimmt, siehst du hier oben an dem Aufnahmesymbol. Da. Ah, da ist es. Da ich ist habe das die genau. ganze Zeit Das gesucht, gerade aber- davor, was da einkam, das war das, was wir davor gemacht hatten. Der macht dann erst Alles das Ding. klar. Aber darum geht es ja gar nicht. Fangen wir Nee, jetzt an. Genau, wir sind schon auf dieser Seite vom Reichweitenrechner. Und Ja. ich habe ja immer gesagt, ja, und Akkugröße sollte nicht das Hauptaugenmerk sein beim E-Bike-Kauf. Nee, Na? weil ob der jetzt so groß ist oder so, size doesn't matter. Also auf die Größe kommt es ja nicht an, ne? Wir fangen jetzt, pass auf, wir fangen jetzt an. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und Dieter Faustmann. Moin. 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 Genau. Also Reichweite beim E-Bike ist ja immer so eine Sache. Ja, wie weit komme ich jetzt damit? Dann haben wir hier die Reifen vorgestellt und habe ich wieder gesagt, ja, und wenn du dann wissen willst, was das für ein Unterschied ist, ob du den glatten Reifen oder den mit Profil nimmst, den Reifen, was das in der Reichweite ausmacht, dafür gibt es diesen praktischen Reichweitenrechner von Bosch. Und ja, falls du dir bis heute nichts darunter vorstellen konntest, zeigen wir dir den einmal. Genau. Dieter hat ihn schon aufgerufen. Jetzt sehen wir hier so einen schönen Fahrradfahrer. Ja, schön Fahrradfahrer ist gut. Also einfach hier Genau. ganz viele Sachen, um die wir uns eigentlich gar nicht erstmal kümmern. Generell erstmal hier oben würde ich sagen, links ganz wichtig, ja, Kilometerzahl. Wie viel, also abhängig davon, was du fahren möchtest. Genau, es kommt halt immer darauf an, wie schnell fährst du. Und wir machen das jetzt mal anhand des Videos, was wir vom Charger 4 gemacht haben. Wie schnell bist du da gefahren? Da hast du mich ja immer gejagt und wir sind schnell gefahren. Wir sind schnell wirklich gefahren. schnell gefahren. Also Dieter hatte ein Speed-Pedelec und ich sollte hinterher fahren. Da war das einfach mit dem Schnellfahren, ne? Ja, immer im Windschatten. Nee, ich bin vorweg gefahren, weil sonst verfährt Dieter sich ja. Das kennen wir ja, ne? Das ist ja nicht so ortskundig hier. Nee, und ich glaube, ich hatte so eine Geschwindigkeit immer so von 24, 25, würde ich jetzt mal Gut, einfach dann behaupten. würden wir die jetzt hier oben einfach eingeben. Ja, Guck mal, der geht auch nur bis 25, dann machen wir die 25. genau. Du bist, glaube ich, die ganze Zeit im Turbo gefahren, ne? Ja, also so ein Mix aus Turbo und... Aber wir quälen das jetzt mal, das Genau. System. Wir sagen Ja. einfach jetzt mal Turbo. Hier hast du auch gesehen, die 25. So, Fahrergewicht. Ja, das muss erstmal runter. Das war ja im Sommer, da hatte ich ja noch nicht so viel Ich Winterspeck. das mal sagen, da, zu dem Zeitpunkt hattest du, glaube ich, nee, Quatsch. Nicht frech werden. Weißt du das noch? 95? Nö, also 90.
Da habe ich wirklich so um die 90 Kilo gewogen. Ich lasse das jetzt mal so, Nils, nur einfach, damit dann hier alles zufrieden ist. Und Ja, ja. 90 Kilo. Ich weiß, dass du Dann neidisch gehen wir hier bist. oben weiter. Da haben wir Ja. also hier jetzt nochmal eine Konfiguration. Da kannst du ganz wichtig natürlich eingeben, der Antrieb. Was hast du für einen Motor Genau. und so weiter. Wir nehmen einfach jetzt mal die Daten aus dem Charger. Du sagst mir die jetzt wahrscheinlich einfach nur vor und ich ändere die dann einfach. Du nimmst jetzt bitte erstmal E-Bike System 2. E-Bike System 2, das habe ich jetzt. Geh da mal drauf. Ja, da hast du wahrscheinlich jetzt nicht das Smart-System drin, ne? Ja, genau, das smarte System. Ja, richtig. Das war habe ja ich schon das genau. Charger 4. Genau, Charger 4 war das. Und jetzt nehmen wir Performance Line CX, das ist richtig. Nehmen wir den 750er oder 725er. Genau, das Charger 4 ist ein Turnrad. Ja, würde ich sagen. Was haben wir denn zur Auswahl? Ah, okay, alles klar. Und man sieht auch sehr schön, bei jeder Änderung kommt hier auch ein anderes Fahrrad rein. Und die Reichweite ganz oben, darum geht es ja, ändert sich. So, Tourenrad. Ändert sich jetzt schon, ne? Genau, Das ist das, was man dann da oben sieht, genau. richtig. So, wir hatten glatte Reifen, das waren ganz normale Trekkingradreifen, würde ich sagen. Ja, zeig mal, was haben wir noch? MTB, Rennradreifen, Stadtreifen. Es waren Stadtreifen. Finde ich Ja. mega interessant, wie allein schon das Reifenprofil hier oben, was das an der Reichweite ausmacht. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Ja, So, wobei der Unterschied zwischen Stadtreifen und MTB-Reifen gar nicht so gigantisch ist. ja, Bosch sagt ja, ne? Was? Zeig mal. Ja, Stadtreifen. Ja, aber Da haben wir hier oben bei guck doch mal auf die Stadtreifen Reichweite. ne, 72 und wenn wir jetzt ein MTB nehmen, haben wir nur 71. Ist doch fast gleich. Du bist Sorry, ich war hier bei dem Trekkingrad und so, da ist das dann schon ein bisschen mehr. Ja, So, aber das wollen wir ja gar nicht. Dann haben wir jetzt hier unten Kettenschaltung, Nabenschaltung. ich hatte eine Nabenschaltung. Was passiert da? Nochmal einen Kilometer weg. Okay. Passt auch. Jetzt ja, gehen wir runter. Nee, wir bleiben da oben. Ich mach das mal, weil du kennst dich damit gar nicht aus. Umwelt. Halt, stopp, warte eben. So, ich will mal einmal eben gucken, was hier passiert. Gar nichts. Alles klar, da kann ich nichts einstellen. Dann gehen wir jetzt auf die Umwelt. Genau. Vereinfachen. Ja, mein Gott, was soll man jetzt kommen? Wir müssen uns mal outen hier, für die Leute, die uns noch nicht kennen. Wir sind hier in Friesland. Unsere Berge ist der Deich, bzw. der Wind. Wir gucken mal, was da drin ist überhaupt. Hügelig war es definitiv nicht. Mittelgebirge haben wir hier schon mal gar nicht. Bergstrecke hätten wir gerne. Ja. Ne? Wir sind hier tatsächlich im Flachland. Das ist dann logischerweise auch die größte Reichweite. Untergrund. Ich würde mal sagen, wenn wir alles im Mix nehmen, wir sind ja auch ein bisschen Schotter gefahren. Nee. Auch nicht. Dann sind wir eigentlich überwiegend, muss man sagen, wir sind eigentlich überwiegend guten Asphalt gefahren. Was war das andere nochmal? Straße mit schlechter Qualität. Ja, also könnte man jetzt verallgemeinern, aber das wär Klagen auf hohem Niveau. Also ganz so schlecht sind unsere Straßen nicht. Und Nee. wer das Video gesehen hat, das sind schöne Aufnahmen. Richtig. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall auch mal zu gucken. Hatten auch viel Sonne. Und es war ein gigantisch gutes Wetter. Es war nicht mal leicht Wind. Ich würde sogar behaupten, es war gar kein Wind. Wir haben eigentlich immer Wind, Ja. aber an dem Tag war halt kein Wind. Nee. Morgens, da sagtest du noch, das wird heute richtig gutes Wetter. Und Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich würde sagen, es war ich weiß das leicht noch, windig. weil ich bin noch mal nach Hause gefahren, habe mir eine kurze Hose geholt. Also, was war leicht windig? Ja. Ja, die Jahreszeit. Das war bei uns, wir Sommer. haben Sommer und Winter. Also der Übergang von Herbst zu Frühjahr ist auch Wurst. Wir hatten definitiv Sommer. Und ja, Anfahrhäufigkeit. Ja, wir haben immer mal angehalten zum Video machen. Dann haben wir dein Fahrrad über so ein Hindernis gehoben. Da konntest du ja nicht durchfahren. Also Durchschnitt würde ich auch fast so stehen lassen. Wir sind jetzt bei 89 Kilometern. Ich mache mal einfach jetzt, wenn wir sagen, also wir haben jetzt hier wenig, ne, logischerweise, wenn du durchfahren kannst, das hatten wir aber nicht. Wir hatten aber auch keine Ampeln und mussten immer anhalten. Aber die In der Range, Mitte. die Ja. hier oben drin ist, also ich würde sagen Mittelweg, kommt auch mit dem Ergebnis, was wir am Schluss raus hatten, ja fast so hin. Genau, wir haben, glaube ich, 80 oder 90, ich weiß es nicht genau. Der Ja. Akku war aber auch nicht ganz leer. Also Das meinte ich ja. der ging Wir hatten ja ja, hier wir hatten ja wirklich- 80 als Ziel, Ja. die haben wir erreicht und wir hatten ja noch Luft. Genau, und wir könnten jetzt machen das jetzt nochmal mit der schlechten Straße. Ja, selbst wenn wir jetzt anhand der Reichweite würden wir sagen, die Straßen sind alle schlecht. Ja, Nee. Ja, also das ist der Reichweitenrechner aus dem Hause Bosch und macht vorm Fahrradkauf auch Sinn, sich damit einmal zu beschäftigen, damit
du wirklich weißt, welche Akkugröße solltest du nehmen, welche Reifen nimmst du und so weiter. Dann weißt du auch ungefähr alles klar, wie weit komme ich mit welchem Akku, mit welchem Reifen und so weiter. Ja, und wenn du ein Fahrrad kaufen möchtest, ganz klare Empfehlung, guck mal bei Zweirad Hogendorn, also www.hogendorn.de. Dort gibt es eine Terminseite, weil die Fahrradberatung machen wir nur mit Termin und du buchst den einfach online vorher. Kannst auch gerne anrufen, geht auch, aber online geht ganz einfach, hast direkt den Terminkalender, kannst du gucken, wann was frei ist und dann kommst du zu uns, wirst ausgemessen, wir gehen ein paar Fragen durch, unter anderem auch, wie weit möchtest du mit deinem Fahrrad wirklich fahren und dann bekommst du nachher das Fahrrad gezeigt, das wirklich perfekt zu deinen Körpermaßen und auch zu deinem Einsatzzweck passt. Ja, und hast du noch eine Frage? Tatsächlich keine. Ach, schade. Naja, gut. Dann abonniere den Kanal, lass einen Daumen hoch da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Dann wissen wir auch, alles klar, wir sind mit dem, was wir dir zeigen, auf dem richtigen Weg. Und ja, es gibt noch viele weitere tolle Videos, unter anderem das, als wir das Charger 4 Probe gefahren haben und festgestellt haben, ganz schön viel Reichweite. Hätten wir uns auch kürzer machen können, ne? Einfach hier ausrechnen und gut ist. Aber wir hätten gar nicht, ja, im Grunde genommen, doch, das ist das Einzige, was ich noch fragen würde. Ist, ja, warte, halt, merkt ihr die Frage? Auf jeden Fall haben wir ja hier festgestellt, es ist nahezu identisch. Ja, und es gibt, wie gesagt, viele weitere Videos auf dem Kanal und damit du keins mehr verpasst. Meine Frage. Jetzt zu deiner Frage. Ja, meine Frage ist die, jetzt habe ich es vergessen. Nein, die Frage ist die tatsächlich, wie verlässlich das Ding ist. Die haben wir ja schon beantwortet. Das ist schon ziemlich präzise, muss man sagen. Das ist schon sehr präzise. 4, 5 Kilometer nach unten und oben. Man hat ja nie die 25, tritt mir ja nicht permanent durch und alles. Aber vielleicht habe ich doch 95 gewogen, weil 83 ist ja noch ein bisschen näher an das, was wir gefahren haben. Ja, also würde man sagen, jetzt bist du auf jeden Fall. Ja, wie ist das denn so mit 100 jetzt? Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, aber der Reichweitenrechner sagt, das passt. Das passt. Ja. Aber guck mal, selbst bei, das ist die rollende Masse, halt Physik, ne? Also das ist ja, wenn die Masse in Bewegung ist. Das wäre wiederum mit dem Gewicht interessant, wenn du viel anfahren musst. Dann spielt das eine Rolle. Aber wenn du 150 Kilo hast, wenn die rollen. Das ist aber egal. Dann rollen die. Da möchte ich aber auch nicht im Weg stehen. Das ist egal, weil ob du 90 oder 100 wiegst, so groß ist der Unterschied da jetzt nicht, ist es auch nicht beim Anfahren. So, komm, wir müssen noch arbeiten. Feierabend. Ne? Leben ist kein Fahrradschlecken. Also, in diesem Sinne, mach's gut. Fahrradschlecken? Tschüss. Fahrradschlecken. Ja, nun. Hat er das jetzt gespeichert? Das hatte ich gespeichert. Ja, wenn du oben ausmachst, dann ist der